Meine Morgenroutine. Hallo, ich heiße Sarah. Heute erzähle ich euch von meinem Alltag. Ich spreche langsam und deutlich Deutsch. Ich benutze einfache Wörter zum Lernen. Das ist perfekt zum Nachsprechen. Seid ihr bereit? Aufstehen. Ich wache jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich öffne langsam meine Augen und atme ruhig ein und aus. Draußen ist es noch dunkel. Manchmal bin ich noch sehr müde und möchte liegen bleiben. Aber ich freue mich, dass ein neuer Tag beginnt. Im Badezimmer. Nach dem Aufstehen gehe ich ins Bad. Das Bad ist der Raum für die Körperpflege am Morgen. Ich gehe langsam, weil ich noch ein wenig müde bin. Im Bad mache ich zuerst das Licht an. Das Licht ist hell und hilft mir, wach zu werden. Ich stelle mich vor das Waschbecken. Ein Waschbecken ist dort, wo man sich wäscht. Zuerst putze ich mir die Zähne. Dafür benutze ich eine Zahnbürste und Zahnpasta. Die Zahnbürste halte ich in der Hand. Die Zahnpasta riecht frisch. Ich putze meine Zähne gründlich, von oben nach unten und von links nach rechts. Danach spüle ich meinen Mund mit Wasser aus. Das Wasser ist kalt und macht mich wach. Dann wasche ich mein Gesicht. Ich nehme Wasser in die Hände und spritze es mir ins Gesicht. Das fühlt sich frisch an. Danach trockne ich mein Gesicht mit einem Handtuch ab. Ein Handtuch ist ein Tuch zum Abtrocknen. Ich schaue in den Spiegel. Der Spiegel zeigt mein Gesicht. Ich sehe noch ein bisschen müde aus, aber das ist okay. Manchmal dusche ich am Morgen. Duschen heißt, ich wasche meinen Körper mit Wasser. Beim Duschen benutze ich Duschgel. Danach fühle ich mich sauber und frisch. Ich atme ruhig ein und aus. Im Bad beginne ich langsam in den Tag zu kommen. Wenn ich fertig bin, mache ich das Licht aus und verlasse das Bad. Am Kleiderschrank. Nachdem ich im Bad fertig bin, gehe ich zurück in mein Zimmer. Jetzt ziehe ich mich an. Sich anziehen heißt, Kleidung an den Körper zu machen. Zuerst öffne ich meinen Kleiderschrank. Der Kleiderschrank ist dort, wo meine Kleidung liegt. Ich schaue hinein und überlege, was ich heute anziehen möchte. Das hängt oft vom Wetter ab. Wenn es kalt ist, ziehe ich warme Kleidung an. Wenn es warm ist, trage ich leichtere Sachen. Zuerst ziehe ich Unterwäsche an. Danach ziehe ich meine Hose an. Meistens trage ich Jeans, weil sie bequem sind. Bequem heißt, die Kleidung fühlt sich gut an. Dann ziehe ich ein T-Shirt oder ein Oberteil an. Ein Oberteil ist das Kleidungsstück für den Oberkörper. Wenn es kalt ist, ziehe ich auch einen Pullover an. Ein Pullover hält mich warm. Manchmal trage ich auch eine Jacke. Danach ziehe ich Socken an. Socken trage ich an den Füßen. Jetzt bin ich fast fertig angezogen. Ich schaue kurz in den Spiegel. Ich prüfe, ob alles gut sitzt. Sitzen heißt, die Kleidung passt gut. Wenn alles okay ist, fühle ich mich bereit für den Tag. Sich anzuziehen ist für mich ein ruhiger Moment am Morgen. Jetzt kann mein Tag weitergehen. In der Küche. Nachdem ich mich angezogen habe, gehe ich in die Küche. Jetzt mache ich Frühstück. Frühstück ist die erste Mahlzeit am Morgen. Zuerst mache ich das Licht an und öffne den Kühlschrank. Der Kühlschrank hält Lebensmittel kalt. Ich schaue, was ich zu Hause habe. Meistens esse ich etwas Einfaches. Ich nehme Brot oder Toast aus dem Schrank, dann hole ich Butter oder Marmelade aus dem Kühlschrank. Manchmal nehme ich auch Eier. Ich lege alles auf den Tisch. Der Tisch ist der Ort, an dem ich esse. Danach mache ich mir etwas zu trinken. Oft trinke ich Tee oder Kaffee. Ich koche Wasser und gieße es in eine Tasse. Eine Tasse ist ein kleines Gefäß für heiße Getränke. Während das Frühstück fertig ist, setze ich mich hin. Jetzt esse ich mein Frühstück. Ich esse langsam und in Ruhe. Frühstück essen heißt, dem Körper Energie für den Tag zu geben. Manchmal esse ich Brot mit Butter,
manchmal auch Obst oder Joghurt. Ich trinke meinen Tee oder Kaffee und fühle mich langsam wacher. Während ich esse, denke ich über den Tag nach oder schaue kurz aus dem Fenster. Ich benutze mein Handy nur selten. Frühstück ist für mich eine ruhige Zeit. Wenn ich fertig bin, räume ich den Tisch auf. Aufräumen heißt, alles wieder an seinen Platz zu legen. Jetzt bin ich satt und bereit für den nächsten Teil meines Tages. Zur Sprachschule gehen. Nachdem ich gefrühstückt habe, mache ich mich fertig, um das Haus zu verlassen. Jetzt gehe ich zur Sprachschule, um Deutsch zu lernen. Eine Sprachschule ist eine Schule, in der man eine Sprache lernt. Zuerst nehme ich meine Tasche. In der Tasche sind meine wichtigen Dinge. Ich prüfe, ob ich mein Handy, meine Schlüssel und mein Heft dabei habe. Ein Heft ist ein Buch zum Schreiben. Dann ziehe ich meine Schuhe an und verlasse das Haus. Draußen atme ich kurz frische Luft ein. Das tut gut. Ich gehe zur Bushaltestelle oder zur Bahn. Manchmal gehe ich auch zu Fuß. Zu Fuß gehen heißt ohne Bus oder Auto gehen. An der Haltestelle warten oft andere Menschen. Viele gehen auch zur Arbeit oder zur Schule. Wenn der Bus oder die Bahn kommt, steige ich ein. Einsteigen heißt hineingehen. Ich suche mir einen Platz oder bleibe stehen. Während der Fahrt schaue ich aus dem Fenster. Ich sehe Häuser, Straßen und Menschen. Manchmal höre ich Musik, manchmal denke ich über den Tag nach. Die Fahrt dauert nicht sehr lange. Wenn ich ankomme, steige ich aus. Aussteigen heißt wieder hinausgehen. Ich gehe noch ein kleines Stück zu Fuß. Dann bin ich an der Sprachschule angekommen. Jetzt beginnt mein Deutschunterricht. Fahrradfahren. Nach der Sprachschule habe ich Freizeit und steige auf mein Fahrrad. Fahrradfahren ist mein Hobby. Ich setze mich auf den Sattel, halte den Lenker fest und fahre los. Zuerst fahre ich durch meine Straße. Ich fahre langsam und vorsichtig. Dann komme ich an Häusern vorbei. Manche Häuser sind alt, manche sind neu. Ich sehe Menschen, die spazieren gehen oder einkaufen. Einige Menschen sitzen in Cafés und trinken etwas. Während ich weiterfahre, wird es ruhiger. Ich höre weniger Autos und mehr Natur. Ich fahre an Bäumen vorbei und sehe viel Grün. Die Luft fühlt sich frisch an. Der Wind weht leicht in mein Gesicht. Das gefällt mir sehr. Ich fahre weiter und komme an einen Park. Im Park sehe ich Familien, Kinder und Hunde. Manche Menschen sitzen auf Bänken, andere liegen im Gras. Ich fahre auf einem kleinen Weg durch den Park. Ich fahre nicht schnell. Ich habe Zeit und keinen Stress. Manchmal halte ich kurz an. Ich steige vom Fahrrad ab und schaue mich um. Ich sehe den Himmel, die Bäume und die Menschen um mich herum. Dann steige ich wieder auf und fahre weiter. Meine Gedanken werden ruhig. Ich denke nicht viel nach. Ich genieße den Moment. Nach einer Weile fahre ich langsam zurück. Meine Beine sind müde, aber ich fühle mich gut. Die Fahrradtour tut mir gut. Ich komme entspannt und zufrieden wieder nach Hause. In der Küche Abendessen kochen. Am Abend bin ich in der Küche und koche mein Abendessen. Zuerst wasche ich mir die Hände, dann öffne ich den Kühlschrank. Ich nehme Gemüse heraus. Ich lege das Gemüse auf den Tisch. Jetzt nehme ich ein Messer. Ich schneide das Gemüse in kleine Stücke. Ich arbeite langsam und vorsichtig. Danach nehme ich eine Pfanne. Ich stelle die Pfanne auf den Herd. Ich mache den Herd an. Ich gebe etwas Öl in die Pfanne. Dann lege ich das geschnittene Gemüse in die Pfanne. Ich höre ein leises Geräusch. Das Essen beginnt zu kochen. Ich nehme einen Löffel und rühre das Gemüse um. Ich rühre langsam. Ich bleibe in der Küche stehen. Ich schaue auf das Essen. Ich warte einen Moment. Dann gebe ich Salz dazu. Ich rieche das Essen. Es riecht gut. Während das Essen kocht, stelle ich einen Teller auf den Tisch. Ich stelle auch ein Glas hin. Ich trinke später Wasser.
Ich rühre das Essen noch einmal um. Jetzt ist das Essen fertig. Ich mache den Herd aus. Ich nehme die Pfanne vom Herd. Ich lege das Essen auf den Teller. Ich setze mich an den Tisch. Jetzt esse ich mein Abendessen. Ich esse langsam. Ich bin ruhig und zufrieden. Am Abend. Nach dem Abendessen beginne ich meine Abendroutine. Ich räume zuerst den Tisch auf. Dann gehe ich ins Bad. Im Bad mache ich das Licht an. Ich schaue kurz in den Spiegel. Danach putze ich mir die Zähne. Ich putze langsam und gründlich. Dann spüle ich meinen Mund mit Wasser aus. Danach wasche ich mein Gesicht. Das Wasser ist warm und angenehm. Ich trockne mein Gesicht mit einem Handtuch ab. Jetzt fühle ich mich sauber und frisch. Danach gehe ich zurück in mein Zimmer. Ich ziehe meine Kleidung aus. Dann ziehe ich meinen Schlafanzug an. Mein Schlafanzug ist weich und bequem. Ich räume meine Kleidung weg. Ich lege sie ordentlich hin. Dann mache ich das große Licht aus und schalte eine kleine Lampe an. Das Licht ist jetzt warm und ruhig. Ich öffne kurz das Fenster und lasse frische Luft herein. Danach schließe ich das Fenster wieder. Ich setze mich auf mein Bett. Ich nehme mein Buch und lese ein paar Seiten. Ich lese langsam und ruhig. Nach dem Lesen lege ich das Buch weg. Ich atme tief ein und aus. Ich denke kurz über meinen Tag nach. Dann lege ich mich ins Bett. Ich ziehe die Decke über mich, ich mache die Lampe aus. Jetzt ist es ruhig und dunkel. Ich schließe die Augen. Ich bin müde. Jetzt schlafe ich ein.